Es ist der 1. Juli. 7.7. Freitag, 12. Juli. 14.7. Ein guter Tag beginnt mit einem guten Kaffee. Aus der Kapsel, aber richtiger Kaffee, nicht dieses braune Scheiß Getränk, sagen die dem. Wasser ist es eigentlich mehr, was die sonst hier servieren. Also ein richtiger Kaffee, danke. Ja, unsere Gastgeberin hier im Rocky Mountain Lodge, Cabins, Inn, Motel, was auch immer, ist aus Polen. Und hat wahrscheinlich lange gesucht, um irgendwas zu finden, was wie europäischer Kaffee schmeckt und nicht wie amerikanischer. Okay, es ist Montag, der 15. Juli. Wir sind in Poncha Springs. Wobei ich heute Morgen gerade gehört habe, viele Springs gibt es hier nicht mehr. Die wurden alle verstopft, damit mehr Wasser auf die Farmen mit dem Cattle und dem Farmland läuft. Wir werden als erstes den Marshall Pass fahren. Ja. Mal gucken, was das wird. Wir haben gestern schon die Abzweigung dahin gesehen, das sah ganz schön holprig aus. Wir haben mit einer völlig neuen Situation zu kämpfen. Es ist kühl. Es ist also jetzt das zweite Mal diese Reise, dass ich überhaupt ein Halstuch umbinde. Bisher brauchte ich das nur bei Regen. Das ist schon wirklich was Besonderes. Meine Jacke ist ganz kalt von innen. Aber sowas sagt ja auch nur der Norddeutsche. Der Schweizer findet das ja immer noch viel zu heiß. Ah ja, okay. Deshalb liegt Peter auch immer in dem Bett an der Klimaanlage und ich... Tschüss Peter, bis später. 15.07. Ich bin auf dem Marshall Pass. Es war sehr steiniger Aufstieg und nach ein paar Meilen hat Peter gesagt, dass er das kräftemäßig nicht bis zum Pass schafft und ist aus Vernunftgründen dann lieber umgekehrt. Wir treffen uns in Sargent auf einer Trading Post. Deshalb kann ich jetzt hier auch gar nicht lange verweilen, sondern fahre wieder runter auf der anderen Seite. Endlich, die Rocky Mountains. Was hatten wir für einen Respekt vor diesen hohen Bergen? Bist du aus dem Wasser raus? Habe ich mir schon gedacht, du meine Güte, das stehe ich nicht durch. Das geht nun wirklich an ganz... Da geht nichts mehr. Du kannst den Lenker kaum noch halten und dann ist es echt ätzend. Das Problem wird hier anfahren sein, ne? Okay, bitte, dann steig ab und lass sie stehen. Tag 16. Wir haben erst den Engineer Pass gemacht, dann den California Pass und dann eben im Vorbeifahren noch mal kurz den Hurricane Pass, weil eben halt auch einige Pässe, wie zum Beispiel der Cinnamon, der eigentlich in Sam Strax enthalten ist, gesperrt ist. Die Strecken hier sind der Hammer, die Ausblicke sind der Hammer. Es sind nur leider unglaublich viele ATVs, OHVs oder wie die heißen, Jeeps und Geländewagen, ganz paar Motorräder dabei, Quads, also ganz schön Betrieb hier und die Strecke ist anspruchsvoll, kann man nicht anders sagen. Immer wieder steile Kehren und wenn dir dann einer entgegenkommt, dann ist das eine mittelschwere Katastrophe, weil du nicht so gut anhalten kannst wie er mit seinen 4 Rädern. Naja, wir gucken mal, wie wir weiterkommen. Es ist jetzt, was mich erstaunt, es ist erst 12.16 Uhr, ich hätte gedacht, es wäre schon weiter Nachmittag.
aber wir haben auch noch nicht wirklich Kilometer gerissen. So, Peter ist losgefahren, ich muss hinterher. Wir sehen uns. Look at the good girl, still running. Dienstag, 16.07. Es ist 17:19 Uhr. Als wir dann in Silverton Pause gemacht haben, haben wir erstmal ein Motel für den Abend gebucht in, weiß ich nicht, 93 Meilen Entfernung. Und Peter hatte sich eigentlich gesagt, er ist durch für den Tag und nimmt jetzt die Straße dahin. An dem Tisch in dem Café, wo wir in Silverton Pause gemacht haben, saß aber auch ein WR250-Fahrer, der uns erzählt hat, dass er den O4-Pass schon 2-3 Mal gefahren ist, oder zumindest einmal, und dass der Aufstieg total easy wäre und dass der Abschied zwar geröllig wäre, aber es würde gehen, und auf der anderen Seite wäre dann ja auch eine Teerstraße, mit der man nach Süden kommen würde. Und Peter hatte sich dann so weit erholt in diesem Café, dass Peter gesagt hat, okay, ich komme den O4-Pass noch mit und nehme dann die Teerstraße. Und das war leider eine ganz schlechte Entscheidung, denn der Weg rauf war wirklich okay, akzeptabel, aber der Weg dann vom O4-Pass runter, der war eine geröllige Katastrophe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da konnte man gar nicht genug Fahrt aufnehmen, um irgendwie die Balance zu halten. Wir haben da so ein riesiges Geröllfeld voll blockiert, mehrere Jeeps mussten unten und oben warten, bis wir dieses Feld überquert hatten. Naja, als wir das dann endlich geschafft hatten, waren Peters Arme so, dass er sie nicht mehr spüren konnte und er wusste überhaupt nicht, wie er überhaupt noch weiterkommen sollte. Hat dann aber gesagt, die jetzt noch 65 Meilen auf der Straße schafft er. Und so bin ich also jetzt wieder auf Sam's Tracks unterwegs und genieße noch normale, leichte Waldwegpisten, wie man hier sieht. »17. Juli, wir überqueren die State Line Utah und lassen damit Colorado hinter uns. Der Tag gestern in Colorado war der Hammer. Wir haben viel gesehen und viel geschuftet und geschwitzt und sind erstaunt, wie flach es hier jetzt schon wieder an der Grenze zu Utah ist. Von den hohen Bergen, die wir gestern durchquert haben, kann man fast nichts mehr sehen. Ich musste übrigens heute Morgen neue Handschuhe kaufen, weil ich Trottel gestern den rechten, auf der Auffahrt zum Engineer Pass verloren habe. Die freundlichen Motorradfahrer, die wir oben kennengelernt haben, die haben sogar noch erzählt, sie hätten meinen Handschuh auf dem Weg liegen sehen und haben sich dann entschuldigt, dass sie ihn nicht mitgebracht haben.
Es geht nicht mehr. Kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Es geht wirklich nicht. Alles geht kaputt. Kupplung? Und das war dann schon so manchmal im Kopf drin, hey, was soll das eigentlich? Und dann geht das alles, passt das alles? Da hat es schon so einige Momente gegeben, muss ich ganz ehrlich sein. Nach den Colorado-Pässen musste ich einfach Ökonomie der Kräfte walten lassen. Und das war wirklich ganz, ganz spannend, das bei mir selbst zu beobachten, wie ich damit umgehen konnte. Und es war gut. Meine tollen Reserveschlauchhalterungen haben sich leider in diesem Falle nicht bewährt. Der obere ist am Auspuff verschmort und zwar leider so tief, dass der neue Schlauch wahrscheinlich kaputt ist. Ich werde das gleich prüfen. Tag 18, 18.07. Die Tage vergehen hier wie im Flug. Wir haben fertig gepackt und gefrühstückt in Moab und werden jetzt als erstes dieses Reifenthema lösen. Peter hat mir verboten, mit dem Reifen weiterzufahren, also ich muss auch irgendeine Lösung hier herbeiführen. Mal sehen, ob ich den gebrauchten nehme oder ob ich irgendeine Motocross-Pelle nehme, die neu, aber dann eben halt wenigstens neu ist und nicht ein gebrauchter Reifen für $100. Ich habe jetzt hier eine Vollcross-Pelle gekauft und werde versuchen, aus Kostengründen sie selbst aufzuziehen und natürlich, damit ich im Training bleibe, falls ich unterwegs mal einen Platten habe. So, das ist doch mal ein Unterschied. TKC 80 alle und ein neuer Reifen von Sedona. Gerade habe ich auf der Landkarte von Sam etwas entdeckt, was der Grund sein könnte, warum Sam uns hier Land schickt. Und zwar steht da Sand Dunes. Verdammte Axt. Hoffentlich bereue ich nicht, hier lang gefahren zu sein. Donnerstag, 18.07. Irgendwo in Utah. Alles ist geil. Es ist Wüste. Ich liebe es. Ich möchte nicht woanders sein. Okay, war eine scheiß Idee. Ich habe noch Sprit für etwa 40 Meilen. Und der Jeepfahrer eben meinte, er ist heute Morgen in dem Ort losgefahren, wo ich Peter treffen möchte. Muss es doch irgendwo einen Rechenfehler geben. Habe ich schon erwähnt, wie geil ich das finde? Okay, ich habe noch Sprit für 28 Meilen ungefähr. Da steht Castledale 20 Meilen. Na, das passt doch.
Na, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Freeway macht einen Knick und führt auch hierher. Und deshalb gibt es in Radiator Springs einen Burger King mit Tankstelle und Super 8 Motel. Das ist ja der Hammer. Nachtrag zu Donnerstag, dem 18.07. In Moab haben wir also nach unserer Reifenaufziehaktion, ich hinten, Peter vorne und hinten, uns getrennt und verabredet in Castledale. Und dann bin ich halt eben auf Sam's Track gefahren, etwa 229 Meilen. Peter hat die gleiche Meilenzahl zurückgelegt, nur eben halt auf Straße. Er musste dazu einige Umwege fahren, weil er den Freeway vermeiden wollte. Da hatte er natürlich auch keine Lust zu. Er hat dann hier versucht, in Castledale nördlich gibt es mehrere Campingplätze an einem See. Er hatte einen richtig schönen Platz für uns gefunden und wollte gerade bezahlen gehen. Da fiel ihm aber auf, dass viele andere Leute wieder abreisen und er selber war auch schwer genervt von den Blackflies, die in Schwärmen um seinen Kopf flogen. Und da war wohl auch keine Besserung in Sicht und man sagte ihm, die seien, weil es eben halt eine relativ feuchte Periode gab, die seien extrem hartnäckig dieses Jahr und auch viele. Wir sind in Castledale, haben hier in diesem Motel, was man im Hintergrund sieht, übernachtet. Ich habe heute Morgen noch schnell Lenkkopflager nachgezogen, weil ich gestern immer so einen Klacken hatte bei Bodenwellen. Ich konnte auch ein Stück nachziehen, ohne dass der Lenker jetzt irgendwie schwergängig geht. Also hoffe ich eigentlich, dass ich das Problem gelöst habe. Wir fahren heute am Anfang Sam's Track, weil er die einzig sinnvolle Möglichkeit hier ist. Und wollen eigentlich bis nach Baker in Nevada. Sam's Tracks gehen nicht mehr durch Nevada, trotzdem liegt Baker eben ganz dicht an der Grenze zu Utah und wir werden versuchen dort zu campen oder zu übernachten. Und dann geht es aber morgen in Utah weiter, also Baker nach Nevada ist nur ein ganz kurzer Ausflug. So im Moment der Plan, wir gucken mal, was der Tag für uns bereithält. Freitag, der 19.07. und sind bis zu einem Stausee gefahren und ab da dann über 2 Pässe. Die beiden Pässe haben Peters Handgelenk nicht gut getan. Gestern, wo er Teer gefahren ist, hat sich das Handgelenk gut erholt und die Prellung am rechten Oberschenkel kann er ganz gut mit Schmerzmitteln wegdrücken. Aber nach den 2 Pässen über Schotterpisten schmerzte das Handgelenk dann vom vielen Kuppeln und vom Bergabfahren und sich am Lenker abstützen wieder sehr, so dass Peter für heute wieder die Reißleine gezogen hat. Das ist ja auch völlig okay. Wir haben dann auf der Karte geguckt, wie er wohin fahren könnte, wo wir uns treffen. Und das Ding ist ganz einfach, dass Sam's Track jetzt nach Baker in Nevada führt. Das dürften ziemlich flache Landschaften sein, ziemlich langweilig und dazu natürlich brüllend heiß. So dass Peter da eigentlich keine Lust zu hatte, dort auf Teer hinzufahren. Außerdem wären es bis Baker jetzt noch, ich weiß nicht, 175 Meilen gewesen. Er hat dadurch jetzt eine andere Lösung gesucht und auch gefunden. Er fährt nach Norden, übernachtet in Nephi und hat dann morgen einen 200 Meilen Straßentag vor sich nach Wendover. Und dann treffen wir uns morgen Abend in Wendover. So ist im Moment der Plan. Ich werde mal gucken, wie weit ich heute komme. Ich muss auf jeden Fall nach Baker zum Tanken, werde aber vielleicht vor Baker schon übernachten. Da wird sich zeigen, wie weit ich komme, wie spät es ist, wie dunkel es ist, ob ich noch kann und so weiter. 19.07. 19:45 Uhr, Nachtlagerplatz gefunden. Feuergefahr zu hoch, auch die gefunden Gefahr ist zu hoch,
obwohl hier Holz rumliegen würde. Aber egal, ich schlage mein Lager auf und ich denke, hier werde ich nicht gefunden. Samstag, 20.07. Ich habe gut geschlafen. Es ist jetzt nicht kalt, es ist frisch. Gleich wird die Sonne aufgehen hinter diesem Berg da. Und ich fange schon mal an zu packen. Ich werde jetzt diesen schönen Wildcampingplatz verlassen und nach Baker fahren in Nevada, um zu tanken und Getränke zu fassen. Samstag, 20.07. Ich mache eine kleine Rast auf einem ehemaligen CCC Campground. Ich muss gleich nochmal das Schild fotografieren, was CCC heißt. Hier stehen halt ein paar Bäume und sogar noch eine alte Bank mit Tisch, sodass man sich mal hinsetzen kann. Ich bin im Prinzip viel zu schnell, es ist 12 Uhr. Ich habe 80 Meilen hinter mir und in 100 Meilen bin ich in Wendover, wo ich ja im Prinzip gar nicht so früh sein will. Muss mal gucken, ob ich hier noch einen Seitenabstecher mache. So sieht das hier aus. Also die Campingplätze sind sehr dicht am Wildcampen. Es sind ja keinerlei Menschen dort. Es gibt da einen Stahlpfeiler, wo du in einem Umschlag, den es in so einem kleinen Fach gibt, 3, 5 oder mal $10, wenn es Wasser gab, reintust, schreibst deinen Namen, Datum und dein Kennzeichen drauf und schmeißt das in diesen Stahlpfeiler. Ja, und ich habe den Eindruck, die kommen da nur einmal die Woche, die Ranger, und schließen diesen Stahlpfeiler aus und holen da ein bisschen das Geld raus. Samstag, 20.07. irgendwo in Nevada. Ich ergründe gerade mal ein neues Stück Tat für den Sam. Und zwar macht Sam zweimal einen Abstecher vom Old 93 Highway nach links, um einfach Highway zu umgehen. Und ich versuche jetzt diese beiden Abstecher zu verbinden, sodass man dazwischen nicht ein paar Meilen wieder auf die Tierstraße muss. Du Scheißding. Mir wird klar, dass es ganz schön gefährlich war, den Track zu verlassen. Denn wenn Peter mich suchen müsste, dann würde er nicht auf dieser Stelle suchen, sondern er würde auf dem Track suchen. Und ich bin ja nicht auf dem Track. Ja, einen Moment nicht aufgepasst und schon liegst du da. Eigentlich nichts Wildes. Ah, scheiße. Sonntag, 21.07., 3 Wochen genau. Wir sind in Wendover in Utah und fahren jetzt, ich glaube, wir fahren kurz über die Grenze nach Nevada und fahren dann die restlichen ungefähr 150 Meilen von Utah und werden dann heute die Grenze zu Idaho überqueren. Und wir werden versuchen, noch um und bei 50 Meilen nach Idaho reinzukommen. Wir haben uns bei einer Ortschaft namens Malta einen Forest Campground rausgesucht. Da sind die Fotos, die im Netz sind, ganz hübsch. Das versuchen wir zu erreichen heute. Und ihr werdet erfahren, ob es geklappt hat. Zwei alten Säcke, die. ...21.07. Die ersten 50 Meilen davon waren übelstes Waschbrett.
so dass Peters Handgelenk und auch der Peter gesagt haben, okay, wir fahren ab jetzt oder er fährt ab jetzt auf der Straße weiter nach Malta und da treffen wir uns heute Abend. Noch ein kurzer Nachtrag zu meiner Hand. Gestern Abend, als wir noch essen gefahren sind und zum Speedway, Bonneville Speedway, hat meine linke Hand ja so geschmerzt von dem Sturz, dass ich mir den Helm nicht aufsetzen konnte, Handschuhe nicht anziehen konnte und schon gar nicht Kupplung ziehen konnte. Hat sich aber über Nacht glücklicherweise so weit beruhigt, gut unter Hilfe von Salbe und Ibuprofen und heute Morgen Voltaren und so, aber hat sich so weit beruhigt, dass ich heute wieder fahren, festhalten und sogar kuppeln kann. Ich bin ganz begeistert, was die eine Nacht Ruhe da gebracht hat. Nachtrag zu Sonntag, dem 21.07.2019. Ich bin nach 288 Meilen erst um 8:30 hier gewesen. Ich hatte eine Nachricht von Peter bekommen, dass ich noch Wasser mitbringen können sollen dürfte, wäre schön. Habe ich nicht hingekriegt, denn die letzte Autobahnraststätte, an der ich vorbeigekommen bin, wo ich die Autobahn gekreuzt habe, die hat sonntags geschlossen gehabt. Deshalb konnte ich da nichts mehr mitbringen. Aber wir hatten genug Wasser und wir konnten es im Bach kühlen. Und Chris hat uns auch Wasser angeboten, was wir gar nicht in Anspruch nehmen mussten. Auch jetzt haben wir immer noch Wasserreserven. Wir könnten notfalls noch eine zweite Nacht wild campen. Also ich habe noch 4 Liter. Alles ist cool. Wir fahren jetzt am Montag, den 22. zu einer Tankstelle. Wir müssen sowieso tanken und da werden wir uns mit Frühstück eindecken. Nächstes Mal seht ihr... Das heißt, wir werden heute den Transamerica Trail Gingers Go West beenden.